So, wollen wir uns noch zusammen ein bisschen entspannen und ein paar Fische zählen? Bis man bei denen allerdings durch ist, sind manche von uns vielleicht schon eingeschlafen. Und jeden Einzelnen dann auch noch zu wiegen und zu vermessen, diese Mission, die erscheint aberwitzig, gehört aber zu jeder Zoo- und Aquariumsinventur dazu. Die tierische Bestandsaufnahme findet regelmäßig statt und alle machen mit, vom Guppi bis zur Giraffe, vom Wellensittich bis zum Walross. Da ist Ausdauer gefragt, ein gutes Auge und ein gewisses Maß an Risikofreude. Denn wiegen Sie mal eine Würgeschlange. Paul Jens war mittendrin in der großen Jahresinventur im Heidelberger Zoo. Ja, ich habe einen im Netz mehr. Der Java-Reisfink ist flink und freiheitsliebend. Nur mit Teamwork gelingt es den Tierpflegern, die 4 Exemplare einzufangen. Heute müssen sie es schaffen, denn es ist große Inventur im Zoo Heidelberg. Wichtig, um zu sehen, ob es den Tieren gut geht. Das ganze Jahr haben sie Gewicht und Größe immer wieder gemessen. Heute werden diese systematisch kontrolliert. Bei den Reisfinken besonders wichtig, denn vor kurzem haben sie ein totes Tier in dem Gehege gefunden. Unsere Vögel sind alle individuell gekennzeichnet mit Ringen. Und bei dem verstorbenen Vogel ist der Ring verloren gegangen. Und jetzt ist es wichtig herauszufinden, welcher ist denn verstorben, damit wir nachvollziehen können, welche wir noch im Bestand haben. Das ist dann so die Inventur, die wir jetzt gerade machen. Doch ob die Java-Reisfinken da geduldig mitspielen? Für Löwenbaby Nuri wäre so ein kleiner Vogel nicht mal ein Appetizer. Gut 4 Monate ist der Berberlöwe alt und der ganze Stolz des Zoos. 28 Jahre gab es hier keinen Löwennachwuchs mehr. Umso genauer beobachten die Tierpfleger den kleinen Nuri. Um sein Verhalten zu untersuchen, haben sie einen kleinen Spielplatz für ihn aufgebaut. Ist die Futteraufnahme in Ordnung? Zeigt das Jungtier Spielverhalten? Das ist natürlich auch, zeigen die nur, wenn es denen gut geht. Also das ist ein Komfortverhalten von Tieren, wenn sie Spielverhalten zeigen. Und ansonsten beobachten wir halt den ganzen Tag, wie sie sich als Familie zusammen verhalten und liegen auch immer schön zusammen. Er kuschelt auch gerne auf Papas Rücken, unter der Mähne, also alles in Ordnung. Das hungrige Knurren der Löwen wird im Gehege nebenan ganz genau registriert. Die Erdmännchen sind in Alarmstimmung. Doch Manuel Stumpf bringt ganz schnell wieder Ruhe in die Kolonie. Er hat Mehlwürmer dabei, quasi die Schokolade für Erdmännchen. Da sind die Löwen nebenan auch schon wieder vergessen. Und Stumpf kommt so ganz nah an die Tiere heran. Das geht immer, gell? Äußerlich gucken, ob irgendwelche Verletzungen sind, ob die Augen gut aussehen, die Krallen, da wir die ja von sehr nahen sehen und die auch zu einem richtig rankommen, können wir da eben gut gucken. Die Inventur hat sich für die Erdmännchen gelohnt. Einmal durchgecheckt, alles in bester Ordnung und noch 2 Schalen Mehlwürmer abgestaubt. Aber was ist denn jetzt mit den Reisfinken aus Java? Joshua Förk hat inzwischen alle Fußringe gecheckt. Verstorben ist ein älteres Männchen, vermutlich auf natürlichem Wege. Noch haben die Reisfinken ihre Inventur damit nicht überstanden. Jetzt werden sie auch noch genau ausgemessen und gewogen. Dafür geht's kopfüber in eine Klopapierrolle, damit sie kurz stillhalten. Wir haben 25,23 Gramm. Wir machen es, weil wir einen wissenschaftlichen Anspruch haben und weil wir grundsätzlich wissen wollen, wie alt sind unsere Tiere, in welchem Ernährungszustand sind sie. Wenn sie versterben, ist es ein altersbedingter Tod oder ist es was anderes, muss man da genauer hinschauen. Die gute Nachricht, die 4 verbliebenen Finken sind gut genährt und gesund. Damit haben auch die Vögel aus Java ihre Inventur endlich überstanden und schwingen ihre jeweils knapp 30 Gramm wieder auf die Äste ihres Geheges. Da sind wir auch alle froh. Und wir schauen mal, was